2020 und heute geht es auf einen neuen Kontinent, auf dem ich noch nie war. Um 13:30 Uhr geht unser Zug zum Flughafen in Frankfurt, von dem wir abfliegen, und deshalb soll ich mal lieber schnell fertig packen. Ich bin aufgeregt. Took off from paradise and I landed in the jungle. And I spent the whole time lost in the clouds. I lost my body in the summer storm. Wir sind da, aber wo sind wir eigentlich? Ich glaube, ich habe noch gar nicht so viel erzählt. Ich bin das erste Mal auf einem neuen Kontinent, auf dem ich noch nie war, und zwar in Afrika. Viele würden wahrscheinlich sagen, Afrika, denn ich bin auf den Seychellen. Wir haben jetzt noch nicht viel gesehen, wir sind gerade nur vom Flughafen hierher gefahren und haben unser Zimmer geholt, das eigentlich nicht so teuer war. Und es war wieder dieser Moment, dass man ins Zimmer kommt und sich denkt, warte, wurde ich vertauscht, weil so viel habe ich doch eigentlich nicht gezahlt. Warum habe ich so ein Zimmer gekriegt? Das hier ist der Blick aus unserem Zimmer und es ist einfach super schön, weil man einfach Vögel beobachten kann, die da draußen rumfliegen, und man kann sogar das Meer sehen, wenn man sich ganz doll anstrengt. Und ich komme gleich dazu, warum wir hier sind und was wir hier machen, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal los und dann erkläre ich euch das an irgendeinem schönen Strand, weil da ist es viel schöner. Ach so, ja genau, warum rede ich eigentlich von wir? Jana ist wieder dabei. Das ist doch eigentlich normal, warum muss ich das immer sagen? Wir sind jetzt gerade einfach mit dem Auto die Küste runtergefahren und haben dann gesehen, dass es hier Parkplätze gibt. Wir sind hier komplett allein an diesem super schönen Strand und ich dachte mir, ich setze mich mal kurz im Schatten, weil es ist wirklich warm, und erzähle euch, warum ich hier eigentlich bin. Ich mache diesmal nicht einfach Urlaub, sondern ich bin quasi geschäftlich hier, denn ich wurde beauftragt, ein paar Videos zu produzieren, und zwar für dieses neue Handy von LG. Das ist jetzt keine Werbung auf meinem Kanal oder so. Ich produziere einfach Videos für ihren Kanal, und genau dafür sind wir auf diese Schellen, um möglichst coole Landschaft zu haben, um möglichst coole Aufnahmen zu machen. Die meisten Aufnahmen aus dem Vlog werden deswegen wahrscheinlich auch mit dem Handy hier sein, weil ich filme damit halt einfach die ganze Zeit und habe dann nicht so viel Zeit, alles mal mit der großen Kamera zu machen, und deshalb, ja, es hat super Qualität, da kann ich das, glaube ich, einfach machen. Wir waren jetzt ungefähr so eine Stunde an dem schönen Strand, da konnten aber leider nicht baden. Das darf man da nicht, weil da sehr starke Strömungen sind. Das gilt für ganz schön viele Strände hier, aber ja, wir werden heute sicher noch einen finden, an dem wir auch schwimmen dürfen. Jetzt fahren wir ein bisschen weiter. Wir kommen gleich an so einem Wasserfall vorbei. Wir wissen noch nicht, ob wir da auch hingehen oder nicht, aber wir gucken uns das Ganze erstmal an. Der Wasserfall war wirklich viel schöner als erwartet. Wir sind hier gerade noch auf der Hauptinsel Mahé und wir sind gerade zu einem der bekanntesten Strände gefahren, die es auf dieser Insel hier so gibt. Und eigentlich ist der da hinten, ich zeige euch das mal, eigentlich ist der da so. Wir sind aber einfach ein Stück weiter gegangen und sind jetzt total alleine zwischen den Steinen. Und ich dachte mir, zum Sonnenuntergang mache ich nochmal einen kleinen Zeitraffer mit dem Handy. Das läuft hier gerade und ich bin gespannt, wie das Ergebnis wird. Ich hoffe, es wird schön. Es ist natürlich Gegenlicht, das macht das Ganze schwieriger. Und die Wellen sind natürlich vorgespult, meistens auch nicht so schön. Guten Morgen vom Frühstückstisch. Heute ist es ein bisschen bewölkter, ich glaube, da hinten auf dem Meer regnet es gerade auch. Ja, wir hatten vor, eventuell eine Wanderung zu machen. Vielleicht ist es ganz gut, dass es ein bisschen bewölkt ist, weil es ist schon echt richtig heiß in der Sonne hier, und dann können wir ein bisschen abkühlen. Diese Schellen sind echt richtig schön und verdammt teuer. Wir haben zuletzt Frühstück eingekauft, haben uns einen Toast geholt, einmal Philadelphia, dann 200 Gramm Käse und eine normale Marmelade und Kaffee. Das hat uns 20 Euro gekostet. Allerdings haben wir dann auch wieder Buden gefunden, wo wir wirklich ein vollwertiges Essen kriegen konnten, dafür 3 Euro gezahlt haben. Also man muss wirklich aufpassen, dann geht es auch günstiger, nur man kann einfach nicht überall reingehen.
viele Leute schreiben die Preise einfach auch nicht aus, deswegen muss man immer nachfragen. Das ist ein bisschen nervig, aber sonst wirklich super schön hier. Wirklich total touri-leer. Wir waren jetzt noch nirgendwo, wo es echt überfüllt war. Und egal, wo man hingeht, wenn man einfach ein bisschen wartet, ist man schnell dann auch mal einfach alleine. Hallo, ich bin's aus der Zukunft. Da ich mich wirklich auf das Projekt mit LG konzentrieren wollte, habe ich an dem Punkt aufgehört zu vloggen, um nicht immer den Vlog auch noch im Hinterkopf zu haben und mich einfach mehr auf die Videos und Fotos, die ich für LG kreiere, konzentrieren zu können. Mir ist aufgefallen, dass ich nicht mal erwähnt habe, was das überhaupt für ein Handy ist. Und zwar ist das hier ist es, das LG V40. Es hat 5 Kameras, 3 vorne, 2 hinten. Es hat echt Spaß gemacht, damit rum zu experimentieren und Videos zu erstellen. Wenn ihr die Videos sehen möchtet, werde ich euch auf Instagram darüber informieren, sobald die raus sind, und dann könnt ihr euch einfach ein eigenes Bild machen. An dem Tag sind wir jedenfalls trotz des erst noch schlechten Wetters auf einen Berg gegangen. Das war der Mont Blanc, nein nicht Mont Blanc, der Mont Blanc. Klingt ein bisschen wie ein Fake, ist aber auch gar nicht so wild. Wahrscheinlich würden es die Franzosen auch nur als Hügel bezeichnen. Das ist einer der höchsten Berge der Seychellen mit, ich glaube, ca. 550 Metern, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ziemlich schweißtreibend, aber es hat sich auch ziemlich gelohnt. Nachdem wir gerade ungefähr eine Stunde oben auf dem Berg waren, gehen wir jetzt wieder runter. Ich habe gerade in der Ferne so ein Donnern gehört. Ich hoffe mal, so erwischt uns nicht. Wir gehen mal lieber schnell runter. Und dann bleiben wir hoffentlich trocken. Beziehungsweise trocken bleiben wir sowieso nicht, weil die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, dass wir komplett nass sind. Aber ja. Am Tag darauf sind wir dann von der Hauptinsel Mahé, auf der wir uns bisher befunden haben, auf eine der Nebeninseln gegangen, und zwar auf die Insel Ladique. Ladique ist dafür bekannt, dass es kaum Straßenverkehr gibt und der Großteil der Leute sich einfach nur mit dem Fahrrad über die gesamte Insel bewegen. Auch auf Ladique gab es wieder einen Haufen wunderschöner Strände. Wir waren sogar an einem der offiziell schönsten Strände der Welt, und zwar der Anse d'Argent. Irgendeine Quelle im Internet hat gesagt, dass es einer der schönsten Strände der Welt sei, also müssen wir dem ja glauben, oder? Da wir dachten, dass der Strand wahrscheinlich total überfüllt sein wird, sind wir extra zum Sonnenaufgang aufgestanden, um die Ersten am Strand zu sein. Wir haben es dann nicht ganz zum Sonnenaufgang geschafft, sondern waren ungefähr um 7 Uhr morgens am Strand, und wir haben es wirklich geschafft, die Ersten am Strand zu sein. Wir waren dann ca. 1,5 Stunden da und haben in der ganzen Zeit nur 2 andere Leute ungefähr gesehen und ein paar Strandhunde, aber gegen die hatten wir gar nichts. Aber auch später am Tag waren dann vielleicht höchstens 20, 30 Leute da. Also wirklich überlaufen wird dieser Strand scheinbar gar nicht. Wunderschöne Aufnahmen morgens machen können am Strand und sind später am Tag auch noch mit Glaskajaks den Strand lang gefahren und konnten dann unter dem Kajak Fische sehen, Korallen sehen und sogar rochen. Außerdem gibt es auf Ladique freilebende Riesenschildkröten, die haben wir an einem anderen Strand angetroffen. Die waren total schön und total zutraulich, und die zu streicheln und zu füttern hat auch super Spaß gemacht. Und das war's dann eigentlich auch schon. Nach 5 Tagen auf Ladique sind wir zurück nach Mahé gefahren und am nächsten Tag wieder zurück nach Deutschland geflogen. Diese Stellen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Die Preise sind zwar etwas gehoben, allerdings kann man, wenn man sich umguckt, auch noch günstige Unterkünfte finden, und die sind dafür dann auch wirklich richtig schön. Wir haben eigentlich immer die günstigsten Unterkünfte genommen und waren insgesamt in 3 Unterkünften. Bei 2 davon haben wir wirklich noch schleunigst auf dem Handy gecheckt, ob wir nicht vertauscht wurden und auch wirklich in der richtigen Unterkunft sind, weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass wir für so wenig Geld so viel geboten kriegen. Ich finde, das sagt eigentlich ganz schön viel aus. Es ist also etwas teurer, aber es lohnt sich auch wirklich. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu den Seychellen habt, weil ihr darüber nachdenkt, vielleicht dorthin zu reisen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was ich weiß, werde ich beantworten. Allerdings weiß ich natürlich auch nicht alles. Ich war insgesamt 10 Tage da, da kann man auch nicht alles wissen, aber vielleicht kann ich euch ja weiterhelfen. Und ja, ich würde sagen, damit beende ich dann jetzt auch den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis hoffentlich zum nächsten Mal.